Lieber Mitmensch, schmerzlich willkommen zur geistigen Revolution. Ich freue mich, dass du mir diese Zeit deines Lebens und diesen Teil deiner Aufmerksamkeit widmest und denke, du wirst es nicht bereuen. Worum es sich bei der geistigen Revolution grundlegend handelt, darum ging es im ersten Video dieser Reihe. In diesem Video möchte ich die Grundbegriffe der geistigen Revolution etwas näher erläutern. Beginnen wir mit dem Wichtigsten, der neue Mensch. Ich denke, dass die schockierende Wahrheit ist, dass wir Menschen uns psychisch wesentlich weiterentwickeln können, als dies bisher auch nur ein einziger von uns geschafft hat. Das heißt, wahre und vollkommene psychische Gesundheit liegt weit oberhalb dessen, was wir bisher als Menschen alle entwickelt haben und was wir an uns selbst beobachten können. Zwar beginnen wir alle eine rasante psychische Entwicklung in den ersten Jahren unseres Lebens, brechen aber genau diese psychische Entwicklung auch alle ohne Ausnahme irgendwann wieder ab. Bisher geht man davon aus, dass wir gar nicht weiterkommen können mit unserer Entwicklung. Aber ich denke, dass genau das der entscheidende Fehler in unserem Denken ist. Wir können uns noch wesentlich weiterentwickeln. Es ist nur die Frage, wie wir das schaffen. Dass wir unsere psychische Entwicklung irgendwann abbrechen und nie ganz zu voller psychischer Entwicklung heranreifen, passiert so ausnahmslos und seit Menschen bedenken, dass wir logischerweise davon ausgehen, dass es nicht anders sein kann. Doch wir müssen uns selber, genauso wie unsere Umwelt, als einen wertvollen, aber bisher so gut wie unbearbeiteten Rohstoff betrachten, der nur und einzig und allein durch sehr, sehr genaue, präzise, aber auch kraftvolle Behandlung zu dem werden kann, was in uns steckt. Genauso wie es mit Steinen ist, aus denen wir Metall gewinnen können, um elektronische Geräte zu machen. Die Wirklichkeit eines Computers ist in einem Stein, der Eisenerz enthält, enthalten, ohne dass wir diese Wirklichkeit erkennen können, bevor diese unglaubliche Entwicklung zur Rechenmaschine mit einem Stein stattgefunden hat. Genauso steckt der neue Mensch in jedem von uns alten Menschen, ist aber so gut versteckt, dass wir absolut ablehnen, dass es ihn gibt. Dabei sieht man bereits an dieser bisherigen Grundannahme, wie unsicher das Gelände noch ist. Wie genau ein Mensch denn nun ist und nur oder wenigstens sein muss, können wir seit Menschenbedenken nicht wirklich definieren. Vor allem, weil wir in unserer bisherigen Gestörtheit individuell so unglaublich verschieden und eben gestört sind. Ich denke aber, dass wir uns hier gewaltig irren. Wir brechen unsere Entwicklung nur deshalb alle, ohne jede Ausnahme, irgendwann ab, weil diese unsere psychische Entwicklung inhaltlich sehr anspruchsvoll, anstrengend und emotional schmerzhaft ist. Außerdem aber auch, weil wir bisher in unserer psychischen Entwicklung nicht ausreichend unterstützt werden und sie für unser bisheriges Leben auch gar nicht vollständig sein muss. Jeder entwickelt sich nur so weit, wie es in früher oder weiterer Jugend notwendig ist und kein Stück weiter, weil psychische Entwicklung psychische Krisen benötigt und wir verständlicherweise mit zunehmendem Alter immer mehr verhindern, in solche infantilen psychischen Krisen zu geraten. Es gibt meiner Meinung nach klare Anzeichen dafür, dass es möglich ist, diese psychische Entwicklung oder Erziehung noch wesentlich weiterzuführen, als dies bisher jemals passiert ist, sodass man von einer vollständigen psychischen Entwicklung oder Gesundheit sprechen kann. Etwas, was bisher für unmöglich gehalten oder besser gar nicht erst thematisiert wird. Wenn wir psychisch vollständig entwickelt sein werden, werden wir als neue Menschen vollkommen vernünftig und gleichzeitig völlig zufrieden sein und nur dadurch in der Lage, uns vollständig, eigenständig zu orientieren und zu entscheiden. Bisher sind wir somit im Sinne des Kurobkaismus, wie ich meine Weltanschauung nennen will, nur alte Menschen, die nicht vollständig, sondern nur teilweise vernünftig und auch zufrieden sind und sein können. Als alte Menschen sind wir deshalb nur äußerst eingeschränkt und damit nicht wirklich fähig, uns eigenständig, kognitiv und emotional zu orientieren und zu entscheiden. Wir leben als alte Menschen größtenteils fremdbestimmt durch erstens eigene emotionale und unterbewusste Einflüsse,
und zweitens durch starre äußere gesellschaftliche Strukturen. Da wir als alte Menschen psychisch noch wesentlich entwicklungsfähiger sind, sind folgerichtig alle Menschen, die bisher existieren, psychisch unterentwickelt oder auch gestört. Dies ist sicherlich einerseits unangenehm zu hören und verletzend, andererseits aber wieder unser großes Glück. Denn dass wir noch unterentwickelt und gestört sind, bedeutet auch, dass wir uns von unserem bisherigen Zustand aus noch wesentlich weiterentwickeln können und einen ungestörten und voll entwickelten Zustand erreichen und besitzen können, der jenseits dessen liegt, was ein Mensch bisher jemals war oder konnte. Das neue Leben. Als alte Menschen sind wir bisher dazu gezwungen, ein altes Leben zu führen, das generell in der beschriebenen Art fremdbestimmt ist und sich von dem anderer Herdentiere nicht grundlegend unterscheidet. Unsere sich heute himmelhoch auftürmenden Probleme wird nur eine völlig neue Lebensweise lösen können, die ich das neue Leben von neuen Menschen oder schlicht Utopia nennen will. Utopia wird sich vor allem dadurch auszeichnen, dass es ausschließlich aus neuen Menschen besteht, die in der Lage sind, sich jederzeit selbstbestimmt und aus voller emotionaler und kognitiver Überzeugung heraus vollkommen vernünftig zu verhalten. Solch vollkommen vernünftiges Verhalten eines einzelnen Menschen entspricht dann und nur dann folgerichtig einer vollständigen, selbstgesteuerten und intelligenten Kooperation, wenn er sich in einer Gemeinschaft befindet, die ebenfalls aus neuen Menschen besteht. Utopia entspricht damit einigen Vorstellungen, die wir schon heute von einem solch besseren oder himmlischen Leben haben. Aber auch hier irren wir uns bisher teilweise noch erheblich. Der Haken an der Sache ist aus heutiger Perspektive, dass wir noch keine neuen Menschen sind, noch nie welche waren, aber unbedingt solche sein müssen, um dieses neue Leben, das wir uns durchaus schon recht gut vorstellen können, auch wirklich leben und damit real werden lassen zu können. Totale Psychotherapie. Neue Menschen können wir meiner Meinung nach nur werden, wenn wir unsere psychische Entwicklung, die wir als alte Menschen alle mit Bravour begonnen und genauso aber auch mit fliegenden Fahnen voreilig abgebrochen haben, wieder aufnehmen. Die einzige bekannte Methode, um auch nur annähernd solch nachträgliche psychische Entwicklung oder Nacherziehung umzusetzen, ist die Psychotherapie. Herkömmliche Psychotherapien sind zwar noch weit davon entfernt, werden aber die Grundlage von konstruktiven und totalen Therapien sein, die uns zukünftig helfen werden, unsere psychische Entwicklung abzuschließen und dadurch zu neuen Menschen zu werden. Totale Therapien werden dabei tiefer und weitreichender wirken, weil sie erstens in konstruktiver und nicht mehr wie bisher in nur rekonstruktiver Absicht begonnen und durchgeführt werden, weil sie zweitens eine theoretisch wesentlich präzisere Grundlage benutzen werden, die heute noch nicht ganz erreicht und deshalb momentan unerreichbar scheint, und weil sie drittens wesentlich drastischere Methoden beinhalten werden. Um es gleich zu gestehen, es werden erhebliche kognitive und emotionale Gewalt nötig sein, um die Psyche des Einzelnen in einer totalen Therapie zu erreichen und zu bewegen. Ich weiß, das hört sich zunächst schlimm an, aber ich versichere dir, dass genau diese emotionale und kognitive Gewalt auch bisher schon in jeder Therapie und genauso im gesamten Alltagsleben des alten Menschen vorkommen, allerdings besonders in der Psychotherapie bisher nur sehr gehemmt, passiv, indirekt und sublim. Ohne solch drastische Maßnahmen und oder schwerwiegende psychische Krisen, die durch sie erzeugt werden, kann es bisher und wird es auch in Zukunft keine nachträgliche, tiefe psychische Entwicklung geben können. Solch drastischere Maßnahmen, die in konstruktiven und totalen Therapien angewendet werden, können aber nur dann gefahrlos und verantwortungsvoll und damit überhaupt umgesetzt werden, wenn sie in zukünftigen Therapien theoretisch und praktisch wesentlich präziser und in einem
sichereren Setting angewendet werden, als dies in herkömmlichen Therapien der Fall ist. Okay, legen wir eine kleine Pause ein. Das ist also meine Vorstellung von der Zukunft der Menschheit und unserer dazu noch notwendigen geistigen Revolution. Wir werden durch einen kognitiven Endkampf und die absolut ausreichende Wahrheit einsehen, dass wir neue Menschen werden müssen und als alte Menschen zum Leiden und Scheitern verurteilt sind. Wir werden die bisherige Psychologie und mit ihr die herkömmlichen Psychotherapien perfektionieren und damit revolutionieren werden und dadurch konstruktive und dann auch totale Therapien konzipieren und realisieren. Dann werden wir uns alle durch totale Therapien zu neuen Menschen entwickeln, dadurch bereit und willig sein, ein neues Leben zu leben und werden somit alle bekannten Bedrohungen und Probleme des menschlichen Lebens lösen können. Als globales, harmonisches Einheitswesen aus einzelnen Superhirnen werden wir dann weitere Abenteuer erleben, aber so weit versuche noch nicht einmal ich vorauszudenken. Auf jeden Fall aber werden wir in Utopia vollkommen zufrieden sein und alle heute bekannten psychischen, strukturellen und existenziellen Probleme und Bedrohungen des Menschen nur noch aus Geschichtsbüchern kennen. Eigentlich ein relativ einfacher Plan mit einem himmlischen Ziel. Sponsoren sind willkommen. Doch der Teufel steckt auch hier im Detail. Eigentlich in fast jedem Detail dessen, was ich gerade behauptet habe. Leider spricht bisher scheinbar alles gegen mich und die Möglichkeit dieser angeblich die Menschheit beglückenden geistigen Revolution gegen ihre neuen Menschen und totale Therapien. Sowohl die Psychologie als auch unsere unzähligen eigenen Erfahrungen mit uns und anderen Menschen sagen uns bisher: Erstens, der Mensch war nie vollkommen vernünftig und wird es auch nie sein können. Die Religion sieht uns deshalb generell als Mängelwesen und auch die Psychologen und Philosophen sind sich sicher, dass jeder Mensch zu einem gewissen Grad neurotisch, also psychisch gestört oder unterentwickelt ist und daran generell absolut nichts zu ändern ist. Da es einen neuen Menschen somit nicht geben kann, ist auch ein neues Leben scheinbar nicht realisierbar. Wieso genau wir uns psychisch nicht weiter als bisher entwickeln können, ist uns zwar noch nicht ganz klar und werden wir wohl auch nie herausfinden, weil es einfach nicht wahr ist. Aber der Umstand, dass wir das noch nie geschafft haben und es einen solchen neuen Menschen deshalb noch nie gegeben hat, scheint zunächst natürlich äußerst überzeugend. Man ist heute davon überzeugt, dass Psychotherapie und Psychologie nicht dazu missbraucht werden dürfen, um gefährliche Psychotricks durchzuführen oder einen neuen Menschen zu erschaffen, sondern ausschließlich, um einzelnen Menschen zu helfen, die dies verlangen und denen es besonders schlecht geht. Denn mehr kann man durch herkömmliche Psychotherapien auch unmöglich erreichen und darf man deshalb auch auf keinen Fall versuchen, weil es nur zu weiterem Leid und Elend führen würde. Der Selbstanspruch eines Einzelnen, völlig vernünftig und zufrieden zu sein, ist für einen alten Menschen wesentlich schädlicher als hilfreich und revolutionäre Pläne von einem besseren Leben sind bisher jedes Mal in einem Desaster geendet. Als Menschen scheinen wir bisher unausweichlich unterschiedlich zu sein, wie in dieser individuellen Verschiedenheit auch Mängelwesen, die nicht alle ihre psychischen Funktionen entwickelt haben, sondern nur einige wenige bis zu einem bestimmten Grad. Wir besitzen deshalb bisher eine Persönlichkeit und sind deshalb nicht völlig eigenständig, vollkommen vernünftig, sondern alle charakteristisch unvernünftig. Uns dazu zu zwingen oder auch nur zu drängen, perfekt zu sein, völlig vernünftig und gleichartig, hat bisher niemals verlässlich funktioniert. Darüber hinaus nur weiteres Leid und weitere psychische Gestörtheit erzeugt. Mir sind alle diese Ansichten und Fakten bekannt, doch ich meine sie alle widerlegen, aus dem Weg räumen und erklären zu können. Doch das
wird eine lange und sicherlich aufgeheizte Diskussion werden, die ich insgesamt den kognitiven Endkampf nennen will und der dem Rest der geistigen Revolution vorausgehen muss. Soweit also in Kürze zu den wichtigsten Begriffen der geistigen Revolution, dem neuen Menschen, dem alten Menschen, Utopia und der totalen Therapie. Ich mag mich irren, aber ich habe das Gefühl, dass viele Menschen erst dann bereit sind, sich meinen Ideen überhaupt mehr zu öffnen, wenn solch große Widersprüche, die meine Grundideen bei jedem auslösen müssen, der mit dem heutigen Leben vertraut ist, zunächst adressiert worden sind. Und genau deshalb möchte ich das in den ersten Videos tun. Die vielen Details und Querverbindungen zwischen meinen Ideen habe ich bereits in einem Buch niedergeschrieben. Ein Buch über dich und alles andere von Bedeutung, das man über den Link in den Fußnoten bestellen kann. Und ich werde sicherlich auch in diesen Videos meine Ideen noch in größerer Tiefe darstellen. Allerdings erst nach dieser ersten Videoreihe. Wir sehen uns im nächsten Video, Audio oder Folianten. Bis dahin, halte durch, verzweifle nicht und dreh nicht durch. Es wäre völlig verständlich, bringt uns aber leider auch nicht weiter. Das Einzige, was uns weiterbringen wird, ist die geistige Revolution. In nomine veritatis et Dei ex homine. Amen. Auf Wiedersehen.